Liebe Häkelfreunde, hier kommt der zweite Teil der strahlenden Tunika. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Nachhäkeln. Heute verwende ich zwei dreifädige Bobbel mit dem Namen Pink Lady von Meine Bobbelträumerei. Die benötigte Lauflänge für eure Größe entnehmt bitte der Materialseite nach dieser Einstellung. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Sabine Helfer, die mir diese Bobbel zur Verfügung gestellt hat und die ich natürlich sehr gerne ausprobiere. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurex-Faden, in vielen Farben und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet Meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da mal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Willkommen zurück. Wir starten jetzt mit dem Halbkreis, mit dem unteren Halbkreis, und dazu braucht ihr zwei Maschenmarkierer und wir drehen uns das Häkelstück um und häkeln jetzt immer in Reihen hin und her, immer von Ecke zu Ecke. Und wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln weitere 24 Stäbchen, also in jeden Maschenkopf, der vorhanden ist, ein Stäbchen, so dass wir inklusive Ersatzstäbchen genau 25 Stäbchen haben, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 25 Stäbchen gehäkelt, inklusive Ersatzstäbchen. Und jetzt gebe ich in das letzte Stäbchen, das ich gemacht habe, einen Maschenmarkierer hinein, also in das 25. Stäbchen. Jetzt häkle ich 2 Stäbchen in eine Masche. 2 in eine Masche, das ist eine Zunahme. Dann häkle ich 8 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und in die nächste Masche wieder 2 Stäbchen in eine Masche. Also immer 8 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann immer 2 in eine Masche. Und das machen wir, bis wir 9 solche Zunahmen haben. Das ist die erste, die zweite, die dritte. Wir brauchen 9 solche Zunahmen.
immer 8 Stäbchen dazwischen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 9 mal zugenommen. Also das erste Mal hier beim Maschenmarkierer und hier noch einmal ganz zum Schluss. Und hier gebe ich mir jetzt wieder einen Maschenmarkierer hinein. In dieser und in der nächsten Runde würden wir sie noch nicht unbedingt brauchen, aber danach brauchen wir sie immer und in jeder Reihe. Und jetzt häkle ich noch 24 Stäbchen. Also nicht 25 wie beim ersten Drittel, sondern nur 24. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 24 Stäbchen noch dazu gehäkelt. Das Ganze sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben hier 25 Stäbchen, dann 82 Stäbchen bis hierher und dann noch einmal 24. Und insgesamt habe ich 131 Stäbchen und diese Zahl muss unbedingt stimmen, damit sich das Muster, das jetzt kommt, ausgeht. Ihr könnt jetzt für die nächste Reihe die Maschenmarkierer entfernen. Für die nächste Reihe brauchen wir sie nicht, aber danach brauchen wir sie dann immer. Und wie gesagt, ich bin hier im vierten Stäbchen dieser Ecke und hier bin ich ebenfalls im vierten Stäbchen und insgesamt müssen es 131 Stäbchen sein. Sollte es um eine Masche nicht stimmen, gleicht das aus. In dieser Reihe hier ist das noch nicht tragisch, wo ihr das ausgleicht. Wichtig ist nur, dass die Anzahl unbedingt stimmt. Und jetzt beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen und häkle ein zweites Stäbchen daneben und häkle dann wieder im Noppenmuster, und zwar auf jedes dritte Stäbchen häkle ich eine Noppe, so wie wir sie schon kennen. Und dann immer 2 Stäbchen dazwischen. Und auch hier nicht vergessen, die Noppe immer zur Seite zu schieben und immer darauf achten, dass ihr das nächste freie Stäbchen behäkelt mit einer Noppe. Also immer abwechselnd 2 Stäbchen, die kommen jetzt, und eine Noppe, und es ergeben sich genau 43 Noppen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende müssen 3 Stäbchen übrig bleiben, 2 normale und ein Ersatzstäbchen. Um das drittletzte häkeln wir noch unsere letzte Noppe, nämlich die Nummer 43. Und dann müsst ihr gut schauen, hier unbedingt noch 2 Stäbchen häkeln. Ein Stäbchen in das normale Stäbchen und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Sodass hier nach der Noppe 2 Stäbchen sind, genauso wie am Anfang der Reihe. Und wie gesagt, es ergeben sich genau 43 Nöpfchen. Die Maschenzahl ist im Moment gleich wie in der Vorreihe. Wenn wir alles zusammenzählen, die Noppen und die Stäbchen, haben wir nach wie vor 131 Maschenköpfe. Und das ändern wir jetzt in der nächsten Reihe.
Allerdings immer im ersten Drittel und im dritten Drittel wird nicht zugenommen, sondern immer nur im mittleren. Und in dieser Reihe brauchen wir gleich die Maschenmarkierer wieder, aber zunächst häkeln wir 44 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen, genau 44 Stäbchen, konsequent alle Maschenköpfe abhäkeln. Und wenn ihr 44 Stäbchen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 44 Stäbchen gehäkelt und auf das letzte, das ich gemacht habe, gebe ich einen Maschenmarkierer in den Kopf des Stäbchens. Und jetzt machen wir Folgendes. Hier ist immer die Noppe, 2 Stäbchen sind dazwischen, eine Noppe, 2 dazwischen. Und wir machen in jede Noppe 2 Stäbchen. Und die Stäbchen dazwischen, da häkeln wir immer ein Stäbchen drauf. In die Noppe 2 Stäbchen. Und 2 Stäbchen zwischen den Noppen immer. Und wenn ihr das ein bisschen auseinanderzieht, seht ihr hier die Noppe. Und das Ganze machen wir 14 Mal. Also 14 Mal 2 Stäbchen immer in die Noppe und dazwischen immer 2 Stäbchen. Und wir enden auf so einer Noppe nach 14 Zunahmen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 14 Zunahmen gemacht. Auf jeder Noppe eine Zunahme. Jetzt häkle ich noch die folgenden beiden Stäbchen ganz normal ab mit 2 Stäbchen, sodass wir ab dem Maschenmarkierer jetzt genau 56 Stäbchen haben. Und hier hinein gebe ich jetzt wieder einen Maschenmarkierer. Und diese Maschenmarkierer brauchen wir ab jetzt in jeder Reihe. Wir häkeln jetzt immer von Markierer zu Markierer und versetzen sie in jeder Reihe. Und jetzt häkeln wir das letzte Stück wieder ohne Zunahmen und es ergeben sich genau noch 45 Stäbchen bis zum Ende der Reihe. Einfach alle Stäbchen und Noppen abhäkeln, aber keine Zunahmen machen. Und wenn ihr am Ende der Reihe angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau ab dem Maschenmarkierer 45 Stäbchen gehäkelt. Ganz wichtig, auch am Schluss in das Ersatzstäbchen immer noch ein Stäbchen häkeln, und zwar immer in die dritte Luftmasche. Sonst wird dieser Rand hier zu kurz. Und wir wenden wieder und ab jetzt häkeln wir immer von Maschenmarkierer zu Maschenmarkierer. Und die nächste Reihe funktioniert so. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln ein zweites Stäbchen daneben, also 2 Stäbchen, und wir häkeln im ganz normalen Noppenmuster bis zum Maschenmarkierer. Das bedeutet wieder, auf jedes dritte Stäbchen kommt eine Noppe, also immer 2 Stäbchen dazwischen. Und auf jedes dritte Stäbchen eine Noppe häkeln, und das machen wir, wie gesagt, bis zum Maschenmarkierer. Und da sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin beinahe beim Maschenmarkierer angekommen. Ihr seht, er ist in diesem Stäbchen, ein Stäbchen davor ist noch frei. Da kommt noch eine Noppe hin. Und wir haben jetzt immer 15 Noppen bis zum Maschenmarkierer. Den nehmen wir jetzt heraus und geben ihn in den Kopf der Noppe hinein. In den Kopf der Noppe, die wir gerade gemacht haben. Jetzt haben wir 4 Stäbchen immer bis zur nächsten Noppe. Das heißt, 3 Stäbchen häkeln wir ganz normal ab. 1, 2, 3 und ins 4. Stäbchen, das kommt eine Noppe. Das kommt, weil wir ja in der Vorreihe zugenommen haben. Darum haben wir jetzt zwischen den Noppen im mittleren Abschnitt immer 3 Stäbchen zwischen den Noppen. Jetzt also wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Und hier müsst ihr gut schauen. Die Noppe kommt immer auf das 2. Stäbchen der Zunahme. Das heißt, die müssen wir wieder ein bisschen auseinander geben, damit wir hier die Noppe häkeln können. Und dann wieder 3 Stäbchen und so weiter. Also auf jedes 4. Stäbchen kommt eine Noppe und ihr könnt immer schauen, es gibt immer so eine schöne Linie. Man sieht es gleich, wenn eine Noppe an einem falschen Platz ist. Und das machen wir bis zum nächsten Maschenmarkierer genauso weiter. Immer eine Noppe und 3 Stäbchen nebeneinander und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe beim Maschenmarkierer angekommen. Hier habe ich eine Noppe und 3 Stäbchen. Eine Noppe fehlt jetzt noch, hier ist noch ein Stäbchen übrig. Da kommt noch eine Noppe drumherum. Es ist wichtig, dass ihr immer bis zum Maschenmarkierer hinhäkelt. Und dann nehmen wir den Maschenmarkierer heraus und geben ihn in den Kopf der Noppe. Und das letzte Drittel besteht wieder aus einem normalen Muster. Das heißt, jetzt kommen immer 2 Stäbchen zwischen den Noppen. Das heißt, eine Noppe haben wir gerade gemacht. Jetzt folgen 2 Stäbchen. Und um jedes 3. Stäbchen kommt eine Noppe. Und dazwischen immer 2 Stäbchen. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe. Und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Ganz wichtig, am Ende müssen immer noch 2 Stäbchen sein. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Wenn ihr diese Einteilung geschafft habt, dann ist es ab jetzt sehr einfach. Diese beiden
Teile hier, also der erste und der dritte Abschnitt, bleiben praktisch immer gleich und dieser Teil hier wird immer größer und breiter und im Moment sieht das Ganze so aus. Wir haben hier bis zum Maschenmarkierer inklusive dieser Noppe, wo der Maschenmarkierer drin ist, 45 Maschenköpfe. Hier haben wir 56, ebenfalls immer inklusive Maschenmarkierer gezählt und hier haben wir 44 Maschenköpfe. Und jetzt wenden wir die Arbeit. Zugenommen wird immer auf der Rückseite, also bei der Rückreihe. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln jetzt einfach bis zum blauen Maschenmarkierer und es müssen genau 44 Stäbchen sein und beim Markierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe bis zum Maschenmarkierer hingehäkelt. Es haben sich genau 44 Stäbchen ergeben und das bleibt jetzt immer gleich. Jetzt nehmen wir den Maschenmarkierer heraus, das ist ganz wichtig, und setzen ihn wieder in das 44. Stäbchen. Und jetzt die nächste Masche ist ein Nöppchen und in die Nöppchen machen wir jetzt immer 2 Stäbchen in eine Masche. Die Stäbchen, die zwischen den Noppen sind, häkeln wir ab. Ganz normal mit Stäbchen. Im Moment sind es 3 Stück zwischen den Noppen. Dann kommt wieder eine Noppe und da häkeln wir wieder 2 Stäbchen hinein. Also immer 3 Stäbchen nebeneinander. Und bei der Noppe 2 in eine Masche. Und das machen wir bis zum nächsten Maschenmarkierer. Und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim nächsten Maschenmarkierer angekommen, habe 14 Zunahmen gemacht. Auch das bleibt jetzt immer unverändert. Wenn wir Zunahmen machen, dann sind es immer 14. Und ich nehme wieder den Maschenmarkierer heraus und setze ihn auf das 70. Stäbchen dieses Abschnitts. Die Gesamtzahl der Reihe schreibe ich euch immer oben hin. Und der dritte Abschnitt, auch der bleibt immer unverändert. Bei der Rückreihe sind es immer 45 Stäbchen bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und es haben sich genau 45 Stäbchen ergeben. Und auch bei der Hinreihe bleiben der erste und der dritte Abschnitt jetzt immer gleich. Dieser hier verändert sich. Und bei der Hinreihe machen wir unsere Noppen. Da starten wir immer mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen daneben und häkeln auf jedes dritte Stäbchen eine Noppe. Und immer dazwischen 2 Stäbchen und das machen wir wieder bis zum Maschenmarkierer und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen
Und auch das bleibt bei der Hinreihe immer unverändert. Bis zum ersten Maschenmarkierer sind es immer 15 Noppen. Hier sind es immer 14 Noppen und hier sind es ebenfalls immer 14 Noppen. Ganz wichtig ist, dass ihr euch immer den Maschenmarkierer gleich umsteckt. Dann ist die ganze Sache sehr einfach ab jetzt. Immer, hier ist es jetzt eine Noppe, immer in den Kopf der letzten Masche hineinstecken. Und der zweite Abschnitt sieht jetzt so aus. Diese Noppe haben wir schon gemacht und jetzt häkeln wir bis zur nächsten. Und zwar ergeben sich 1, 2, 3, 4 Stäbchen. Hier seht ihr die Zunahme aus der Vorreihe, wo 2 Stäbchen in einer Masche sind. Und immer auf das zweite dieser beiden kommt die neue Noppe. Das Einzige, was sich verändert immer wieder, ist die Anzahl der Stäbchen zwischen den Noppen. Jetzt haben wir 4 Stäbchen zwischen den Noppen und auf jedes 5. Stäbchen kommt eine Noppe und es ist immer das zweite Stäbchen dieser beiden hier, die wir in der Vorreihe zugenommen haben. Und das machen wir wieder bis zum Maschenmarkierer und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen. Wie gesagt, das hier sind 14 Noppen und 70 Maschenköpfe, dieser mittlere Abschnitt. Und wir nehmen immer den Maschenmarkierer heraus und setzen ihn in diesem Fall wieder auf die Noppe drauf. Und der letzte Abschnitt ist wie der erste. Er beginnt mit 2 Stäbchen und auf jedes dritte Stäbchen kommt eine Noppe. Und in diesem Abschnitt ergeben sich 14 Noppen zum Unterschied vom ersten, da ergeben sich 15 Noppen. Aber ansonsten ist das Muster genau gleich und wir häkeln die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet, so wie immer, und ich wende die Arbeit wieder und wir beginnen immer mit 3 Luftmaschen und häkeln alle Stäbchen ab bis zum Maschenmarkierer und das sind 44 Stäbchen und beim Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Den ersten Abschnitt habe ich gehäkelt mit 44 Stäbchen. Den Maschenmarkierer habe ich schon umgesteckt. Und in dieser Reihe machen wir keine Zunahmen. Wir häkeln jetzt alle Stäbchen ab bis zum nächsten Maschenmarkierer und das müssten genau 70 Stäbchen sein. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 70 Stäbchen gehäkelt und den Markierer bereits umgesteckt und jetzt fehlen genau noch 45 Stäbchen bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 45 Stäbchen gehäkelt. Ich wende die Arbeit und wir starten wie immer
mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen daneben und häkeln im gewohnten Muster um jedes dritte Stäbchen eine Noppe. Wie gesagt, das bleibt jetzt immer gleich, immer bis zum Maschenmarkierer im gewohnten Muster, 2 Stäbchen zwischen den Noppen und beim Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zum Maschenmarkierer gehäkelt, habe ihn gleich umgesteckt in diese Noppe. Das ist die 15. Noppe. Es ergeben sich immer 15 Noppen im ersten Abschnitt oder 45 Maschenköpfe. Im zweiten Abschnitt, wir haben ja in der Vorrunde nicht zugenommen, deshalb ergeben sich wieder 4 Stäbchen bis zur nächsten Noppe. 4 Stäbchen und um das 5. Stäbchen kommt jeweils eine Noppe. Also immer abwechselnd 4 Stäbchen und eine Noppe, und beim Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den mittleren Teil gehäkelt. Hier sind es immer 14 Noppen. Die Anzahl der Maschenköpfe kann variieren. In dieser Reihe sind es 70 Maschenköpfe. Den Maschenmarkierer habe ich wieder in die Noppe hineingesteckt. Und der dritte Teil ist wie immer, nämlich 2 Stäbchen und dann kommt die erste Noppe. Und dann wieder 2 Stäbchen und eine Noppe, also ganz wie gewohnt, das ganz normale Muster. Und im dritten Teil ergeben sich immer 14 Noppen bzw. 44 Maschenköpfe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den dritten Abschnitt fertig gemacht. Ich wende wieder und wir häkeln wieder 44 Stäbchen bis zum Maschenmarkierer, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 44 Stäbchen gehäkelt. Den stecke ich jetzt immer gleich um, und jetzt kommen wieder Zunahmen, immer da, wo die Noppen sind, und immer gleich als erstes kommt eine Noppe. Das heißt, immer in die Noppe der Vorreihe häkeln wir 2 Stäbchen, dann häkeln wir die Stäbchen ab, die vorhanden sind, bis zur nächsten Noppe. In diesem Fall sind es 4, und dann kommt wieder eine Noppe, und in jede Noppe machen wir 2 Stäbchen, und beim Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Es haben sich genau 84 Stäbchen ergeben bis zum Maschenmarkierer. Den habe ich wieder umgesteckt, und jetzt fehlen genau noch 45 Stäbchen bis zum Ende der Reihe, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 45 Stäbchen gehäkelt, wende wieder und wir häkeln wieder
im gewohnten Muster bis zum Maschenmarkierer und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den ersten Teil gehäkelt. Im mittleren Abschnitt ergeben sich jetzt 5 Stäbchen bis zur nächsten Noppe. Und hier könnt ihr schauen, hier ist die Zunahme aus der Vorrunde und immer um das zweite Stäbchen der Zunahme kommt wieder eine Noppe. Und dazwischen sind jetzt immer 5 Stäbchen. Und wir sehen uns beim nächsten Maschenmarkierer wieder. Willkommen zurück. Ich habe den mittleren Teil gemacht und der letzte Teil ist wie immer 2 Stäbchen und um jedes dritte Stäbchen eine Noppe. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den dritten Abschnitt gehäkelt. Hier immer genau schauen, dass ihr am Ende noch 2 Stäbchen habt, das ist ganz wichtig. Und wir wenden und häkeln 44 Stäbchen bis zum Maschenmarkierer und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den ersten Abschnitt gehäkelt und jetzt machen wir wieder Zunahmen. In jede Noppe kommen 2 Stäbchen und die Stäbchen zwischendrin häkeln wir einfach ab. Und es sind immer 14 Zunahmen und beachtet immer rechts oben die Zahlen, auf die ihr kommen müsst. Und wenn ihr den mittleren Abschnitt gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, der mittlere Abschnitt hat wieder 14 Zunahmen und genau 98 Stäbchen und der letzte Abschnitt hat 45 Stäbchen, so wie immer, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den dritten Abschnitt gehäkelt. Wir wenden unsere Arbeit und häkeln wieder im gewohnten Muster bis zum Maschenmarkierer. Gewohntes Muster heißt immer, dass um jedes dritte Stäbchen eine Noppe kommt und dazwischen immer 2 Stäbchen. Und beim Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den ersten Abschnitt wie immer gehäkelt, den zweiten Abschnitt, da ergeben sich jetzt 6 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann folgt eine Noppe. Also immer 6 Stäbchen und eine Noppe. Und das machen wir bis zum nächsten Maschenmarkierer und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den mittleren Abschnitt fertig gemacht und jetzt häkle ich noch den dritten Abschnitt wie gewohnt. Immer 2 Stäbchen und eine Noppe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe den dritten Abschnitt fertig gehäkelt. Wir haben jetzt 12 Reihen des unteren Halbkreises gehäkelt. Jetzt werden die Reihen 7 bis 12 sinngemäß so lange wiederholt, bis ihr das Maß für eure Größe erreicht habt. Gemessen wird so, hier über den Mittelpunkt drüber, parallel zu dieser oberen Kante. Im Moment habe ich ungefähr 50 cm. Die Richtwerte für eure Größe findet ihr rechts oben in der Ecke. In der nächsten Einstellung schreibe ich euch eine ausreichende Anzahl an Reihen auf, damit ihr immer wisst, auf welche Zahlen ihr kommen müsst. Ihr müsst aber nur so viele Reihen machen, bis ihr euer Maß erreicht habt. Und wichtig ist, dass ihr mit einer Noppenreihe, also mit einer Hinreihe, vorläufig endet. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine gewünschte Breite erreicht. Ich habe hier für die Größe 4042 circa 60 cm. Die Maschenmarkierer braucht ihr jetzt nicht mehr, die könnt ihr dann entfernen. Ich habe mit einer Noppenreihe geendet und jetzt bearbeiten wir den oberen Teil der Tunika. Und dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle um die Stäbchenreihen herum jeweils 2 feste Maschen, immer um das Randstäbchen herum, jeweils 2 feste Maschen, bis wir hier zum Herzstück kommen und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen gehäkelt und über das Herzstück drüber häkeln wir in jede Masche eine feste Masche. Und auf der anderen Seite wieder um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen, so wie hier auch. Ihr müsst nur schauen, dass hier kein Loch entsteht, dass ihr jeden Maschenkopf erwischt, und das machen wir bis zum anderen Ende hinüber und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe feste Maschen gemacht und jetzt müsst ihr die Anzahl der festen Maschen zählen, denn in der nächsten Reihe müssen wir die Maschenzahl so anpassen, dass wir eine Zahl haben, die durch 3 teilbar ist, plus am Ende noch 2 zusätzliche Maschen dazu. Bei mir haben sich 127 feste Maschen ergeben. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann entweder auf 128 erhöhen, das würde passen, oder ich reduziere auf 125. Für diese Variante entscheide ich mich, damit das hier oben nicht zu breit wird. Das heißt 125 bei mir. Ihr müsst euch das ausrechnen. 123 ist durch 3 teilbar plus 2 zusätzliche Maschen für den Randbereich des Musters. Und wie gesagt, ich habe 127 feste Maschen und ich reduziere auf 125. Das heißt, ich nehme hier in diesem Bereich eine ab.
und hier nehme ich noch einmal eine ab. Und zwar häkeln wir lauter Stäbchen in dieser Rückreihe. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und ich zeige euch jetzt, wie man eine Masche abnehmen kann. Wir machen 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Ich mache es gleich ganz am Rand. Wir stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen in die nächste Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab und maschen dann die restlichen 3 ab. Jetzt haben wir in der nächsten Reihe hier nur noch ein Stäbchen und das Ersatzstäbchen. Und jetzt häkle ich die Reihe in Stäbchen hinüber bis fast ganz zum Schluss und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Bei mir ist noch eine Abnahme notwendig, das kann bei euch auch anders sein. Wenn ihr keine mehr braucht, macht ihr auch keine mehr. Ich habe noch 2 feste Maschen übrig. Ich hole einen Umschlag, steche in die vorletzte feste Masche ein, hole den Faden durch, masche 2 Fäden ab, hole einen Umschlag, steche in die letzte feste Masche ein, hole den Faden durch, masche 2 Fäden ab und dann die letzten 3. Und jetzt haben wir hier nur noch einen Maschenkopf und wir wenden. Und jetzt häkeln wir im gewohnten Noppenmuster gleich wie wir es hier gemacht haben. Und wir beginnen mit 3 Luftmaschen, häkeln ein Stäbchen daneben. Dieses erste ist schon besetzt, in das zweite Stäbchen ein Stäbchen und dann auf jedes dritte Stäbchen eine Noppe. Und immer dazwischen 2 Stäbchen. Und wieder eine Noppe, also immer 2 Stäbchen, eine Noppe und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und ganz wichtig ist, hier haben wir jetzt noch einmal die 2 zusammen abgemaschten Stäbchen und das Randstäbchen. Ganz wichtig ist, es müssen am Ende der Reihe noch 2 Stäbchen im Randbereich sein. Genauso wie am Anfang der Reihe. Auch hier haben wir mit 2 Stäbchen begonnen. Und die Rückreihe ist ganz einfach. Da müsst ihr nur alle Stäbchen abhäkeln und darauf achten, dass die Maschenzahl jetzt unverändert bleibt. Also in jedem Maschenkopf ein Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Willkommen zurück, ich habe die Rückreihe beendet, wieder gewendet und jetzt werden diese beiden Reihen wiederholt, die Noppenreihe und die Stäbchenreihe. Die Hinreihe ist immer eine Noppenreihe, die Rückreihe eine Stäbchenreihe, bis ihr das gewünschte Maß erreicht habt. Ich schreibe euch Richtwerte hin. Bedenkt, dass sich die Tunika noch ein bisschen aushängt, um ein paar Zentimeter. Ich mache für die Größe 40-42 circa 65 Zentimeter. Und ich ende mit so einer Noppenreihe. Und wenn ihr das benötigte oder gewünschte Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück.
Ich habe inzwischen 65 cm erreicht, hier gemessen in der Mitte, und bei mir sind das 10 solche Noppen, also ihr könnt hier die Noppen zählen, 10 solche Noppenreihen, und im nächsten Schritt machen wir rundherum eine schöne Abschlusskante, und das zeige ich euch im dritten Teil des Videos. Liebe Häkelfreunde, den kniffligsten Teil dieser tollen Tunika habt ihr schon geschafft. Ihr seid sicher gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich darauf, euch beim dritten Teil wiederzusehen. Eure Karin aus dem Ländle.